Glaubst du, du wirst deine Geldprobleme nie los? Es liegt nicht an deinem Gehalt, sondern an deiner Einstellung. Heute zeige ich dir eine einfache Denkweise, die deine Finanzen dauerhaft verbessern wird. In diesem Video erkläre ich, warum Sparen allein nicht reicht, welche Gedanken dich zurückhalten und wie du deine finanzielle Freiheit ganz konkret erreichst. Abonniere meinen Kanal und viel Spaß beim Anschauen. An einem Sonntagnachmittag in Berlin sitzt du auf einer Bank, einen kalt gewordenen Kaffee in der Hand. Du wirfst einen Blick auf deine Gehaltsabrechnung in der Tasche. 3,200 € brutto, 2,100 € netto. Nicht schlecht. Liegt sogar über dem Durchschnitt. Du hast einen Uni-Abschluss, 3 Sprachen in deinem LinkedIn-Profil, kannst Faluk-Abformeln in Excel schreiben. Du bist schlau. Aber die Zahl auf deinem Girokonto pendelt immer noch um 400 €. Jeden Monat der gleiche Kreislauf. Das Gehalt kommt, die Miete geht ab, die Nebenkosten gehen ab und plötzlich stehst du wieder bei Null. Jetzt heb den Kopf und schau dir deinen Nachbarn an. Du weißt schon, den Typen aus demselben Gebäude, der halb so viel verdient wie du. Er kauft im selben Aldi ein wie du, fährt mit derselben S-Bahn zur Arbeit wie du. Aber dieser Kerl hat sein 4. Tagesgeldkonto eröffnet, sein 2. Depot gefüllt. Während du in Excel Budgetpläne erstellst, wird er still und leise wohlhabend. Warum? Weil du denkst, du wärst der Schlaue, aber er ist derjenige, der das Spiel wirklich versteht. Mein Name ist Adam. Und ich bin hier, um dir die bittere Wahrheit zu sagen. Du hast kein Geldproblem. Du hast ein Identitätsproblem. Das willst du nicht hören, ich weiß. Adam, was redest du für einen Unsinn? Ich brauche nur ein bisschen mehr Einkommen, wirst du sagen. Nein. Selbst wenn du etwas mehr Einkommen hättest, wärst du in 6 Monaten wieder am selben Punkt. Weil du dich selbst als jemanden siehst, der nicht gut mit Geld kann. Und dein Gehirn arbeitet bei jeder Gelegenheit daran, diese Identität zu bestätigen. Erinnerst du dich, was beim letzten Mal passiert ist, als du versucht hast, dein Finanzleben in den Griff zu bekommen? Du hast eine Budgeting-App heruntergeladen. Vielleicht hast du deine Ausgaben in bunte Kategorien eingeteilt. Du hast aufgehört, bei Lieferando zu bestellen, angefangen, Kaffee von zu Hause mitzunehmen. Du hast dich gut gefühlt. Genau 11 Tage lang. Dann ging dein Auto kaputt. Oder ein Freund hat dich zur Eröffnung eines teuren Restaurants eingeladen. Oder du hattest einfach einen beschissenen Dienstag und hast dir gesagt, ich verdiene etwas. Ohne es zu merken, bist du zu deinen alten Ausgabegewohnheiten zurückgekehrt. Als du auf dein Bankkonto geschaut hast, fühlte es sich an, als hätte es dich persönlich verraten. Kommt dir das bekannt vor? Natürlich kommt es das, weil sich dieser Kreislauf in jeder Ecke Deutschlands dreht. Von Stuttgart bis Hamburg, von München bis Köln. Gut verdienende, gebildete, schlaue Menschen spielen jeden Monat dasselbe Finanztheater. Dabei ist die wirkliche Frage, warum ist dein Nachbar finanziell frei, obwohl er halb so viel verdient wie du, während du dir immer noch Sorgen um die Miete machst? Ich werde dir die Antwort geben, aber wisse zuerst, dass diese Antwort wehtun wird. Denn das Problem liegt nicht in deiner Intelligenz. Das Problem liegt in der Antwort, die du auf die Frage gibst, wer du bist. Reiche Menschen haben keine bessere Willenskraft. Sie haben eine andere Identität. Sie sehen sich selbst als Investoren, als Sparer, als jemanden, der kluge Entscheidungen trifft. Du hingegen definierst dich selbst als jemanden, der nicht gut mit Geld kann. Hier fängt der Unterschied an. Das deutsche System hat dich darauf konditioniert, ein perfektes Zahnrad zu sein. Du zahlst in die Rente ein, schließt eine Haftpflichtversicherung ab, versuchst, deinen Schufa-Score hochzuhalten. Das System verspricht dir Sicherheit. Aber diese Sicherheit ist eigentlich ein Gefängnis. Denn wahre Freiheit bedeutet zu leben, ohne die Regeln des Systems zu brechen, aber auch ohne in seinen Rädern gefangen zu sein. Die ersten 10.000 € zu sparen ist der Beginn dieser Freiheit. Aber es geht nicht nur ums Geld. Es geht darum, die gesamte Programmierung in deinem Gehirn zu löschen und neu zu schreiben. Jetzt lass mich dir erklären, was falsch läuft. Die meisten Finanzratschläge behandeln dein Ausgabenproblem wie ein mathematisches Problem. Gib weniger aus, spare mehr. Die Logik. Das war's. Simpel. Aber dieser Ansatz funktioniert nicht, weil dein Problem keine Mathematik ist. Dein Problem ist Identität. Du brauchst keine weitere Budget-App. Du musst nicht jeden Latte Macchiato tracken. Du musst dich grundlegend verändern. Wir müssen deine Wahrnehmung darüber, wer du bist, neu aufbauen. Hier ist die unbequeme Wahrheit. Du wirst immer im Einklang mit deiner Identität handeln, auch wenn du bewusst etwas anderes tun willst. Denk mal nach. Wenn du dich selbst als jemanden siehst, der schlecht mit Geld ist, was passiert dann, wenn du versuchst zu sparen? Dein Gehirn produziert jede erdenkliche Ausrede, um diese Identität zu bestätigen. Du rechtfertigst diesen impulsiven Kauf. Du denkst, dieser Monat ist anders. Du sabotierst deinen eigenen Fortschritt, weil du tief drinnen glaubst, dass finanzieller Erfolg nicht zu dir gehört.
Das ist keine mystische Spinnerei, das ist grundlegende Psychologie. Deine Identität funktioniert wie ein Thermostat für dein Verhalten. Wenn du versuchst, außerhalb deiner Identität zu handeln, erzeugt dein Gehirn etwas, das kognitive Dissonanz genannt wird. Es fühlt sich unangenehm an. Es fühlt sich falsch an. Deshalb arbeitet dein Gehirn Überstunden, damit du wieder so handelst, wie du glaubst zu sein. Die meisten Menschen versuchen, ihre finanzielle Situation mit Willenskraft zu ändern. Willenskraft ist wie ein Muskel, der ermüdet. Du kannst ihn eine Weile sehen, aber am Ende ist er erschöpft. Dann kehrst du zum Ausgangspunkt zurück, fühlst dich besiegt und sagst dir, ich bin wohl doch nicht gut mit Geld, aber Identität ermüdet nicht. Identität ist die Person, die du bist, wenn niemand zuschaut und du nicht darüber nachdenken musst. Wenn du in einem Land wie Deutschland lebst, in dem Regeln heilig gesprochen werden, ist das besonders gefährlich, denn das System sagt dir, befolge die Regeln, mach deine Arbeit, alles wird gut. Aber das System ist nicht darauf ausgelegt, dich reich zu machen. Das System ist darauf ausgelegt, dich zu einem fügsamen Arbeitnehmer zu machen. Du schaust auf dein Konto bei der Sparkasse. 0,01% Zinsen pro Jahr. Inflation bei 6%. Die Mathematik ist einfach. Dein Geld schmilzt dahin. Aber du bewegst dich nicht von dort weg, weil es sich sicher anfühlt. Das ist es, was dir das deutsche System beigebracht hat. Sicherheit ist wichtiger als Risiko. Aber die Wahrheit ist, kein Risiko einzugehen ist das größte Risiko. Denn die Inflation frisst jeden Tag deine Kaufkraft auf und du sitzt einfach da und schaust zu. Ich habe mit einem Freund gesprochen, der gerade seine 3. Mietwohnung gekauft hatte. Ich fragte, wie hast du so viel Geld gespart, während du das Leben genießt? Seine Antwort schockierte mich. Er sagte, ich denke gar nicht mehr darüber nach. Ich bin nicht jemand, der Geld für Unsinn ausgibt. Hast du das bemerkt? Er sagte nicht, ich habe großartige Willenskraft. Er sagte nicht, ich tracke jeden Cent. Er sagte, ich bin nicht jemand, der Geld für Unsinn ausgibt. Das war Teil seiner Identität. In diesem Moment habe ich es verstanden. Reiche Menschen haben keine bessere Willenskraft als du. Sie haben eine andere Identität. Sie sehen sich selbst als Investoren, Sparer, jemanden, der kluge finanzielle Entscheidungen trifft. Und weil sie an das glauben, wer sie sind, handeln sie natürlich so. Wenn du dich jedoch als finanziell unbeholfen siehst, wird jede deiner Entscheidungen diese Identität stärken. Wenn ein Brief vom Finanzamt kommt, gerätst du in Panik. Wenn jemand Börse sagt, bekommst du Angst, weil deine Identität es dir nicht erlaubt, in diesen Dingen erfolgreich zu sein. Aber hier ist das Interessante. Du kannst morgen nicht aufwachen und sagen, ich habe eine neue Identität. Dein Gehirn wird das niemals akzeptieren. Wenn du dich jahrelang als finanziell unverantwortlich gesehen hast, kannst du nicht sofort zu jemandem werden, der gut mit Geld kann. Dein Gehirn wird diese neue Identität wie verdorbenes Essen ablehnen. Also, wie änderst du deine Identität? Du fängst mit kleinen Handlungen an. Du beweist dir selbst die neue Identität. Du wirst zum Sparer, indem du 5 Euro sparst. Du wirst zum Investor, indem du 10 Euro investierst. Du wirst zu jemandem, der gut mit Geld kann, indem du jedes Mal eine gute finanzielle Entscheidung triffst. Hier kommt die Mathematik ins Spiel. Die ersten 1.000 Euro zu sparen ist viel schwerer als die zweiten 1.000 Euro. Nicht nur wegen des Geldes, sondern wegen des Beweises an dich selbst. Jeder Euro, den du beiseite legst, ist ein Beweis für deine neue Identität. Dein Gehirn beginnt zu denken, vielleicht bin ich jemand, der Geld spart. Vielleicht bin ich jemand, der kluge finanzielle Entscheidungen trifft. Aber seien wir ehrlich, bei den ersten 10.000 Euro geht es nicht wirklich darum, Reichtum aufzubauen. Es geht darum, eine völlig andere Version von dir zu werden. Und dieser Prozess ist höllisch unbequem. Deine alte Identität schlägt zurück. Sie flüstert, du verdienst diesen Kauf. Du arbeitest so hart. Ein einmaliger Luxus schadet nicht. Was soll schon passieren? Du bist zu restriktiv. Diese Stimme ist nicht dein Feind. Es ist deine alte Identität, die versucht zu überleben. Denn wenn du erfolgreich deine finanziellen Gewohnheiten änderst, stirbt deine alte Version. Kein Teil von dir will sterben, nicht einmal die Teile, die dich zurückhalten. Die meisten Menschen geben aus diesem Grund ihre finanziellen Ziele auf. Während sie denken, dass sie gegen äußere Umstände kämpfen, kämpfen sie tatsächlich gegen sich selbst. Sie versuchen, ihre alte Identität zu töten, ohne sich wirklich auf eine neue einzulassen. Das ist wie jemand, der versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, sich aber immer noch als vorübergehend nicht rauchender Raucher sieht. Am Ende gewinnt diese Identität. Der Wendepunkt kommt genau hier,
Wenn du aufhörst, dein altes Ich einzuschränken und anfängst, dein neues Ich aufzubauen. Statt, das kann ich mir nicht leisten, sagst du, dafür gebe ich kein Geld aus. Statt, ich sollte Geld sparen, sagst du, ich bin jemand, der Geld spart. Diese sprachliche Verschiebung mag klein erscheinen, aber sie verdrahtet dein Gehirn auf Identitätsebene neu. Ich werde dir etwas sagen, das dich überraschen wird. Wie viel Geld du sparst, ist weniger wichtig, als wie konsequent du sparst. 50 Euro jeden Monat das ganze Jahr über zu sparen, ist mächtiger, als einmal 600 Euro zu sparen. Das ist keine Mathematik, das ist Identitätsbildung. 50 Euro pro Monat sagen deinem Gehirn, ich bin jemand, der konsequent spart. Einmal 600 Euro sagen, ich habe einmal etwas Außergewöhnliches gemacht. Deshalb funktionieren Crash-Diäten nicht. Finanzielle Crash-Diäten auch nicht. Sie versuchen, Verhaltensänderung ohne Identitätswandel zu erzwingen. Du nimmst mit reiner Willenskraft 10 Kilo ab oder sparst 2000 Euro. Aber weil sich deine Identität nicht verändert hat, kehrst du unweigerlich zu alten Mustern zurück. Menschen, die ihre Finanzen erfolgreich transformieren, verstehen etwas Tiefgreifendes. Geld ist nicht das Ziel. Die Person, die du im Prozess des Vermögensaufbaus wirst, also deine Identität, das ist das Ziel. Denn diese Person, diese Identität, wird weiterhin gute finanzielle Entscheidungen treffen, auch nachdem du aufgehört hast, darüber nachzudenken. Das ist der wirklich aufregende Teil. Nachdem du diese ersten 10.000 Euro aufgebaut hast, passiert etwas Magisches in deinem Gehirn. Du verlässt die Knappheitsmentalität und betrittst die Fülle-Mentalität. Du triffst andere Entscheidungen über Karriere, Beziehungen, dein ganzes Leben, weil du jetzt Fuck You Money hast. Fuck You Money ist genau das, was du hörst. Das finanzielle Polster, das es dir ermöglicht, von allem wegzugehen, was dir nicht dient. Ein toxischer Job, ein manipulativer Chef, eine seelenzehrende Beziehung. Wenn 10.000 Euro auf deinem Konto warten, verhandelst du nicht mehr aus Verzweiflung. Du verhandelst aus einer Position der Stärke. Aber das wirklich Verrückte ist nicht das. Es ist, wie anders du in der Welt wirkst, wenn du weißt, dass du Optionen hast. Menschen können das spüren. Dein Chef kann das spüren. Das Selbstbewusstsein, das du ausstrahlst, wenn du nicht von Gehaltscheck zu Gehaltscheck lebst, wird zu besserer Leistung bei der Arbeit. Das führt zu Beförderungen und Gehaltserhöhungen. Es ist wie eine psychologische Rückkopplungsschleife, bei der Geld Selbstvertrauen schafft und Selbstvertrauen mehr Geld schafft. Ich habe das unzählige Male gesehen. Jemand spart seine ersten 10.000 Euro und plötzlich fordert er die Gehaltserhöhung, die er seit 2 Jahren aufgeschoben hat. Er gründet das Nebengeschäft, über das er ewig geredet hat. Er geht kalkulierte Risiken ein, weil er ein Sicherheitsnetz hat. Geld hat nicht nur sein Bankkonto verändert. Es hat seine gesamte Beziehung zu Risiko und Chancen verändert. Jetzt werde ich dir etwas sagen, das deinen Verstand zurechtrückt. Kontraintuitiv. Das Geld, das du sparst, macht dich nicht reich. Die Gewohnheiten, die du beim Sparen dieses Geldes entwickelst, machen dich reich. Denk eine Sekunde nach. Wenn dir morgen jemand 50.000 Euro geben würde, wärst du dann reich? Wahrscheinlich nicht lange. Weil du die Identität und Gewohnheiten von jemandem, der Reichtum aufbaut und aufrechterhält, nicht entwickelt hast. Deshalb gehen Lottogewinner pleite. Sie bekommen das Geld, aber sie bekommen nicht die Identität. Sie sind immer noch dieselben Leute, die schlecht mit Geld umgehen können, nur dass sie jetzt mehr Geld haben, mit dem sie schlecht umgehen können. In ein paar Jahren haben sie alles aufgebraucht, weil ihre Ausgaben mit ihrem unerwarteten Einkommen expandiert sind, aber ihre Identität sich nie verändert hat. Die Person, die über 5 Jahre hinweg langsam und methodisch 50.000 Euro spart, wird für den Rest ihres Lebens wohlhabend sein. Nicht wegen der 50.000, sondern weil sie jemand ist, der konsequent kluge finanzielle Entscheidungen trifft. Sie haben die psychologische Infrastruktur für Wohlstand aufgebaut. Die meisten Menschen stolpern hier, der Ort, an dem ich jahrelang gestolpert bin. Sie denken, dass Vermögensaufbau mit der perfekten Anlagestrategie oder dem Finden des höchstverzinslichen Sparkontos zu tun hat. Sie optimieren das Falsche. Sie versuchen, das Ergebnis zu hacken, statt das Fundament zu bauen. Es ist wie der Versuch, ein Haus zu bauen, indem man mit dem Dach anfängt. Das Fundament ist deine Identität als jemand, der Geld kontrolliert, nicht Geld, das dich kontrolliert. Alles andere sind nur Details. Wenn du dieses Fundament hast, werden Anlagestrategien, hochverzinsliche Konten, all die technischen Dinge einfach, weil du nicht mehr gegen deine eigene Psychologie kämpfst. Aber worüber niemand spricht. Die Identitätsverschiebung ist unbequem, wirklich unbequem. Weil deine Identität zu ändern bedeutet, die Geschichten loszulassen, die du dir seit Jahren erzählst.
Vielleicht sagst du dir, ich bin kein Geldmensch. Vielleicht sagst du, reiche Menschen sind gierig oder oberflächlich. Vielleicht sagst du, ich verdiene keinen finanziellen Erfolg. All diese Geschichten müssen sterben, damit deine neue Identität geboren werden kann. Und dieser Prozess fühlt sich wie Trauer an, weil er buchstäblich Trauer ist. Du trauerst um den Tod deines alten Selbst, während du gleichzeitig versuchst, dein neues Selbst zur Welt zu bringen. Die meisten Menschen geben auf halbem Weg auf. Und das ist verständlich. Der Trick ist, diese Unbequemlichkeit zu erwarten und dich in sie hineinzulehnen, statt vor ihr wegzulaufen. Wenn die Stimme in deinem Kopf sagt, das bist nicht du, lächelst du und sagst, du hast recht. Das war ich nicht, aber das ist die Person, die ich werden möchte. Du akzeptierst die Unbequemlichkeit, aber du lässt sie dich nicht entgleisen. Ich werde dir etwas sagen, das dich zum Lachen bringen wird, aber absolut wahr ist. Der schwierigste Teil beim Sparen der ersten 10.000 Euro ist nicht das Geld, es ist der soziale Druck. Denn wenn du anfängst, dich wie jemand zu verhalten, der gut mit Geld umgeht, mögen die Menschen um dich herum das vielleicht nicht. Sie machen vielleicht unerwünschte Witze darüber, dass du geizig bist. Sie setzen dich unter Druck, Geld auszugeben, das du nicht ausgeben willst. Sie könnten sogar wütend auf deine neue finanzielle Disziplin sein, weil sie sich dadurch schlecht über ihre eigenen Ausgabegewohnheiten fühlen. Hier erkennst du, wer deine wahren Freunde sind. Menschen, die dein finanzielles Wachstum unterstützen, sind die, die du behalten solltest. Die, die versuchen zu sabotieren, zeigen dir, warum sie selbst keine Ersparnisse haben. Du wirst finanzielle Grenzen entwickeln müssen. Wenn dich jemand unter Druck setzt, Geld auszugeben, das du nicht ausgeben willst, musst du Nein sagen können, ohne dich zu Tode zu erklären. Ich kann es mir nicht leisten, ist ein vollständiger Satz. Es ist nicht in meinem Budget, erfordert keine 30-minütige Rechtfertigung. Ich spare für etwas anderes, ist völlig legitim, auch wenn dieses andere nur Seelenfrieden ist. Das Schöne am Aufbau dieser neuen Identität ist, dass es mit der Zeit leichter wird. Die ersten paar Monate sind wild, weil du ständig gegen alte Muster kämpfst. Aber nachdem du 6 Monate lang konsequent wie jemand gehandelt hast, der gut mit Geld umgeht, passiert etwas Magisches. Es fühlt sich nicht mehr wie Schauspielern an. Es beginnt sich anzufühlen wie das, was du wirklich bist. Die echte Transformation beginnt genau dann, weil wenn Geldsparen Teil deiner Identität ist, brauchst du keine Willenskraft mehr, um es zu tun. Es ist einfach das, was du tust. Wie Zähne putzen oder dein Handy checken. Du musst nicht mehr darüber nachdenken. Es ist automatisch. Die ersten 10.000 Euro schreiben deine Gehirnchemie neu. Ich übertreibe nicht. Das ist echte Neurowissenschaft. Wenn du von Gehaltscheck zu Gehaltscheck lebst, ist dein Gehirn ständig mit Cortisol, dem Stresshormon, überflutet. Dein Nervensystem befindet sich in einem chronischen Kampf- oder Fluchtzustand. Du funktionierst buchstäblich im Überlebensmodus. Das macht es nahezu unmöglich, strategisch über irgendetwas nachzudenken, geschweige denn über Geld. Aber wenn du dieses finanzielle Polster aufbaust, sinken deine Cortisolwerte. Dein Nervensystem beruhigt sich. Plötzlich kannst du klar über langfristige Ziele nachdenken, statt nur zu versuchen, bis Freitag zu überleben. Du beginnst, vielversprechende Chancen statt Bedrohungen zu sehen. Du triffst proaktive Entscheidungen, statt auf die nächste Krise zu reagieren. Diese Veränderung in der Gehirnchemie beeinflusst nicht nur den finanziellen Bereich deines Lebens, sondern jeden Bereich. Du schläfst besser, du bist kreativer, du bist selbstbewusster in Beziehungen, du kümmerst dich besser um deine Gesundheit, weil dein Gehirn, wenn grundlegende Überlebensbedürfnisse gedeckt sind, Bandbreite für alles andere hat. Hier wird es wirklich interessant und etwas verdreht. Die Menschen, die am meisten mit Geld kämpfen, sind oft diejenigen, die es intellektuell am besten verstehen. Sie können dir genau erklären, wie Zinseszins funktioniert. Sie kennen den Unterschied zwischen guten und schlechten Schulden. Sie haben jedes persönliche Finanzbuch auf dem Planeten gelesen. Aber sie scheinen trotzdem nicht mehr als ein paar hundert sparen zu können, bevor etwas dazwischenkommt. Warum? Weil sie versuchen, durch Denken zu neuem Verhalten zu gelangen, statt durch Identitätswandel. Wenn du dich immer noch als jemanden siehst, der schlecht mit Geld ist es deinem Gehirn egal, wie viel du über die Börse weißt. Ohne Identitätswandel ist Wissen nur teure Unterhaltung. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Ich las 3 Jahre lang über Investitionen, während ich mein Geld in einem Sparkonto behielt, das im Grunde nichts verdiente. Ich wusste, dass ich investieren musste, aber ich konnte mich nicht dazu zwingen, weil ich mich tief im Inneren nicht als Investor sah. Ich sah mich als jemanden, der dumme Entscheidungen treffen und all sein Geld verlieren würde.
Also traf ich die dümmste Entscheidung überhaupt. Gar nichts zu tun. Der Wendepunkt kam, als ich endlich 50 Euro in einen Indexfonds investierte. Nicht, weil 50 Euro mich reich machen würden, sondern weil ich einen Beweis brauchte, dass ich jemand bin, der investiert. Diese 50 Euro Investition war wertvoller als die Tausende, die auf dem Sparkonto lagen, weil sie anfing, die Geschichte darüber zu verändern, wer ich bin. Ich werde dir etwas sagen, das völlig rückwärts erscheint, aber bleib bei mir. Die Menge an Geld, die du hast, ist weniger wichtig als die Geschwindigkeit, mit der du es wieder aufbauen kannst. Lass es mich erklären. Du gibst 2 Personen 100.000 Euro und nimmst dann alles wieder weg. Wer würde schneller wieder wohlhabend? Die Person, die das Geld geerbt hat, oder die Person, die es von null an mit Disziplin und klugen Entscheidungen aufgebaut hat? Eindeutig die, die es das erste Mal aufgebaut hat, weil sie etwas Wertvolleres als Geld haben. Sie haben die Identität und die Systeme, die Geld schaffen. Der Erbe hatte nur das Geld. Wenn das weg ist, sind sie wieder pleite, weil sie nie die psychologische Infrastruktur für Wohlstand entwickelt haben. Deshalb sind die ersten 10.000 Euro viel wertvoller als die zweiten 100.000. Diese ersten 10.000 beweisen dir, dass du die Fähigkeit hast, Wohlstand aufzubauen. Sobald du es einmal gemacht hast, weißt du, dass du es wieder tun kannst, wie eine psychologische Impfung gegen Pleite sein. Das gibt dir eine völlig andere Beziehung zu Geld und Risiko. Aber lass uns über die dunkle Seite dieser Transformation sprechen, denn niemand warnt dich davor. Wenn du anfängst, Wohlstand aufzubauen, wirst du Dinge über Menschen entdecken, von denen du wünschtest, du hättest sie nie gelernt. Du wirst erkennen, welche deiner Freunde wirklich glücklich über deinen Erfolg sind und welche heimlich neidisch sind. Du wirst feststellen, wie viele Menschen in deinem Leben deine finanziellen Schwierigkeiten als Ausrede für ihre eigenen finanziellen Kämpfe benutzt haben. Wenn du aufhörst, der Pleitekerl zu sein, der sich nichts leisten kann, werden einige Menschen nicht wissen, wie sie sich auf dich beziehen sollen. Als hättest du einen unausgesprochenen Gesellschaftsvertrag gebrochen. Sie waren damit zufrieden, dass auch du ziemlich finanziell verantwortungslos warst. Jetzt, wo du dich zusammenreißt, fühlen sie sich durch deine Existenz beurteilt, auch wenn du nie ein einziges Wort über ihre Ausgabegewohnheiten sagst. Viele Menschen sabotieren sich hier selbst. Sie fangen an, Fortschritte zu machen. Dann fühlen sie sich schuldig, Menschen zurückzulassen. Also gleiten sie zurück in alte Muster, um Beziehungen aufrechtzuerhalten, die sie wahrscheinlich sowieso zurückgehalten haben. Tu das nicht. Dein finanzieller Erfolg ist kein Verrat an deinem vergangenen Selbst oder an den Menschen, die diese Version kannten. Es ist ein Geschenk an dein zukünftiges Selbst und an jeden, der von dir abhängt. Hier ist, was dir niemand über den Aufbau der ersten 10.000 Euro sagt. Es wird jeden Charakterfehler offenbaren, den du hast. Deine Ungeduld, dein Bedürfnis nach sofortiger Befriedigung, deine Tendenz, Ausreden zu erfinden, deine Angst, anders als alle anderen zu sein. Geld zu sparen ist wie einen Spiegel an deine Seele zu halten, und manchmal ist das, was du siehst, nicht schön. Das ist die wahre Reise. Du dachtest, du sparst nur Geld, aber du hast tatsächlich eine völlig andere Version von dir aufgebaut. Jemanden, der keine Erlaubnis braucht, um kluge Entscheidungen zu treffen. Jemanden, der nachts ruhig schläft, weil seine Zukunft gesichert ist. Jemanden, der den ultimativen Luxus in dieser Welt besitzt. Optionen. Nicht Luxusautos oder Designerkleidung. Optionen. In 29 Jahren wirst du an einem Morgen in Stuttgart aufwachen. Du bist 58 Jahre alt. Du hast einen Kaffee in der Hand. Du schaust auf dein Konto. 500.000 Euro. Vielleicht 1 Million. Es war nicht mathematisch unmöglich. Es erforderte nur Disziplin. An diesem Morgen wirst du dir selbst danken, der vor 29 Jahren die ersten 50 Euro beiseite gelegt hat, weil diese 50 Euro dein Leben verändert haben. Es war nicht das Geld, es war der Identitätswandel. Es gibt 2 Wege. Entweder wirst du ein Sklave des Systems sein, von Gehaltscheck zu Gehaltscheck leben, bis du in Rente gehst. Oder du änderst dich heute. Du baust die ersten 10.000 Euro auf. Nicht nur für Geld, für Freiheit. Die Wahl liegt bei dir. Ich bin Adam. Wir sehen uns wieder.